Österreich hat das zweitteuerste Gesundheitssystem in Europa. Experten sprechen längst von der 3-Minuten-Medizin. Alle reden mit, alle verdienen daran, aber niemand ist verantwortlich. Österreichs Gesundheitssystem ist ein echter Pflegefall. Sie rufen bei Ihrem Hausarzt an. Frühester Termin in 3 Wochen. Sie wenden sich an einen Facharzt. Der hat in 3 Monaten Zeit für Sie. Sie wollen ein MRT? Das kann sogar noch länger dauern. Und auf Operationen wartet man mitunter mehrere Jahre. Und das in einem Land, das mehr praktizierende Ärzte pro Kopf hat als jedes andere der gesamten OECD. Willkommen im österreichischen Gesundheitssystem. Für Hypochonder ist es ein Paradies, denn nirgends sonst in Europa gehen die Leute so oft zum Arzt. Der durchschnittliche Österreicher tut das 11 Mal pro Jahr. Der europäische Durchschnitt liegt bei 3 bis 4 Mal. Und das liegt nicht daran, dass wir kränker sind als andere oder die Österreicher mit ihrer Freizeit nichts Besseres anzufangen wüssten. Es liegt daran, dass unser System darauf optimiert ist, Kranke zu produzieren, statt Gesundheit zu belohnen. Schauen wir uns das einmal genauer an. Ein Kassenhausarzt in Österreich nimmt pro Jahr rund 19.000 Termine wahr. Bei rund 230 Arbeitstagen sind das etwa 83 Patienten am Tag. Er hat dann also kaum 6 Minuten pro Patient. In Dänemark oder den Niederlanden sind es dagegen 6.000 Termine im Jahr. Dort kann sich ein Arzt gut 18 Minuten pro Patient nehmen, also 3-mal so viel Zeit wie bei uns. Warum ist das so? Unser Gesundheitssystem belohnt Quantität, nicht Qualität. Die Kasse zahlt einem Arzt pro Patient ca. 20 € pro Quartal, egal ob der einmal kommt oder 10-mal. Für die Ärzte bei uns heißt das also, je mehr Patienten durchgeschleust werden, desto mehr verdienen sie. Vom Honorar bleiben nach Abzug aller Praxiskosten ohnehin nur 20 bis 28%. Das sind dann rund 4 bis 6 € pro Patient. Unser System ist also so aufgebaut, dass Ärzte, die sich Zeit nehmen, um wirklich auf ihre Patienten einzugehen, weniger bekommen. Experten sprechen längst von der 3-Minuten-Medizin. Nicht wenige Ärzte fühlen sich durch diesen Druck überfordert. Ihnen bleibt wiederum nur eine Möglichkeit: weiter zu überweisen zum Facharzt, in die Ambulanz, ins Spital. Und dort beginnt das Spiel von vorne. 20 Millionen Besuche in Spitalsambulanzen zählt Österreich pro Jahr. Das ist doppelt so viel wie im europäischen Durchschnitt. Der Gesundheitsökonom Ernest Pichelbauer hat errechnet, dass auf diese Weise in heimischen Spitälern jedes Jahr 300.000 Patienten liegen, die dort gar nicht sein müssten. Chronisch Kranke, die bei richtiger Betreuung ein weitaus besseres Leben hätten und so auch weniger Kosten fürs System verursachen. Weitere 700.000 Spitalspatienten haben Beschwerden, die ambulant, also ohne stationären Aufenthalt, behandelt werden könnten. Pragmatische Lösungsansätze liegen also vor. Umgesetzt werden sie dennoch nicht. Stattdessen pochen Politiker auf möglichst viele Krankenhäuser. Auf 1.000 Einwohner kommen hierzulande 6,6 Spitalsbetten. Das sind um 30% mehr als im EU-Schnitt. Das geht ordentlich ins Geld. Österreich teilt sich mit Frankreich Platz 2 der teuersten Gesundheitssysteme in Europa, gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, 11,5% unserer gesamten Wirtschaftsleistung fließen in unser Gesundheitssystem. Das entspricht 57,8 Milliarden € pro Jahr. Nur Deutschland ist mit 12,7% noch teurer. Doch den Anforderungen wird das System trotz des Geldsegens immer weniger gerecht. Und das spüren die Menschen. Und wer es sich leisten kann, steigt längst auf Wahlärzte und andere Alternativen um. Fast 40% der Österreicher haben inzwischen eine private Krankenversicherung. Sie zahlen also doppelt. Einmal für ein öffentliches System, das trotz hoher Kosten immer schlechter funktioniert, und einmal in ein privates, besseres, aber auch sehr teures. Die Zweiklassenmedizin hat bei uns so längst Einzug gehalten. All das hat Folgen. Laut OECD-Länderprofil von 2025 liegt Österreich
Mit 163 vermeidbaren Todesfällen pro 100.000 Einwohner knapp unter dem EU-Durchschnitt. Für ein Land, das sich das zweitteuerste Gesundheitssystem in Europa leistet, ist knapp unter dem Durchschnitt ein verheerendes Ergebnis. Aber warum ändert sich das nicht, obwohl Patienten wie Ärzte darunter leiden? Es ist ein kompliziertes Geflecht an Zuständigkeiten, Verwaltung und Bürokratie, das eine effektive Behandlung des Gesundheitssystems verhindert. Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherung, Ärztekammer. Alle reden mit, alle verdienen daran, aber niemand ist verantwortlich. Spitäler werden von Bund, Ländern und Kassen finanziert, aber von den Ländern allein betrieben. Die ambulante Versorgung liegt bei den Kassen. Jeder schiebt Patienten und Kosten zum anderen. Österreichs Gesundheitssystem wird so zum echten Pflegefall. Wir haben gut ausgebildete Ärzte, wir haben das Geld, wir haben die Infrastruktur. Was wir nicht haben, ist ein System, in dem Geld nicht unnötig versickert, das auf Qualität statt Quantität ausgelegt ist und diese Qualität dann an uns weitergibt. Von selbst wird sich daran so schnell nichts ändern. Es liegt an uns, entsprechenden Druck auf die Politik auszuüben und an der Wahlurne die richtige Entscheidung zu treffen. Und wir können das System noch an einer ganz entscheidenden Schraube entlasten, indem wir unsere Gesundheit in unsere eigenen Hände nehmen. Denn gerade bei der Vorsorge versagt unser System auf der gesamten Linie. Beim Brustkrebs-Screening werden hierzulande etwa nur 40% der Frauen erreicht. In der EU sind es 60%. Die empfohlene Grippe-Impfrate bei über 65-Jährigen liegt bei 24%. Hinzu kommt, über 20% der Österreicher rauchen. International sind es unter 15%. Auch wir können also mithelfen, unser Gesundheitssystem gesund zu halten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Viele weitere spannende Details zum Thema lesen Sie online auf www.derpragmatikus.com. Haben Sie eine Idee, wie wir unser Gesundheitssystem verbessern können? Dann schreiben Sie an derpragmatikus.com/1000-Ideen. Schauen Sie auch in die neue Ausgabe des Pragmatikus, die sich vielen großen Fragen unserer Zeit widmet. Servus TV On, die Streaming-Plattform für Live-Sport, Dokus und mehr.